Du spürst es jeden Tag, auch wenn du nicht darüber nachdenkst, wenn du auf dein Sparkonto schaust und siehst, wie es von der Inflation aufgefressen wird. Wenn du versuchst, ein Haus zu bauen und die Kredite plötzlich unbezahlbar sind, nachdem die Preise jahrelang in den Himmel geschossen sind. Wenn du in den Nachrichten hörst, dass wieder Milliarden in Banken gepumpt werden, während dein lokaler Handwerker kaum noch über die Runden kommt. Du spürst, dass die Regeln des Geldes von einer Macht geschrieben werden, die weit entfernt scheint, unsichtbar, fast gottgleich. Diese Macht hat einen Namen und ein Gesicht, die Europäische Zentralbank in Frankfurt, die EZB. Als der Euro eingeführt wurde, hat man uns eine Geschichte erzählt, ein feierliches Versprechen gegeben. Man sagte uns, die neue EZB sei nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank gestaltet, der legendären Bundesbank, dem Fels in der Brandung, dem Garanten für Stabilität und Wohlstand, dem Drachentöter der Inflation. Die Botschaft war klar, der Euro würde so stark und verlässlich sein wie die D-Mark. Dieses Versprechen war der Grundstein des Vertrauens, der Kitt, der ein ganzes Währungssystem zusammenhalten sollte. Aber was, wenn ich dir sage, dass diese Gründungsgeschichte eine Lüge ist? Eine bewusst konstruierte Legende, die dazu diente, etwas völlig anderes zu verschleiern. Was, wenn die EZB in Wahrheit nicht der Erbe der stabilen Bundesbank ist, sondern die Wiedergeburt ihres dunklen, katastrophalen Vorgängers? Einer Zentralbank, deren Politik direkt in die Hyperinflation und in den Aufstieg Adolf Hitlers führte. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist die scharfsinnige und belegte Analyse des Ökonomen Richard Werner. Und seine Ausführungen zwingen uns, alles in Frage zu stellen, was wir über unser Geld zu wissen glauben. Um dieses Drama zu verstehen, müssen wir 3 Akteure kennen. Den Helden, die Bundesbank, den Schurken, die Reichsbank und den verkleideten Hochstapler, die EZB. Die offizielle Geschichte, die uns von der Politik und den Medien jahrelang erzählt wurde, ist simpel. Der Erfolg der Bundesbank, so hieß es, lag in ihrer großen Unabhängigkeit von der Politik. Also machte man die EZB zur unabhängigsten Zentralbank der Welt, um ihren Erfolg zu garantieren. Eine einfache, logische Formel. Zu einfach. Werner deckt auf, dass diese Formel nicht nur simpel, sondern vorsätzlich falsch ist. Er zeigt, dass die Studien, die einen Zusammenhang zwischen Unabhängigkeit und niedriger Inflation beweisen sollten, auf fragwürdigen, sogar manipulierten Daten beruhten. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Der entscheidende Punkt ist ein anderer. Das wahre Geheimnis der Bundesbank war nicht ihre totale Unabhängigkeit, sondern genau das Gegenteil, ihre Rechenschaftspflicht und ihre Einbettung in die demokratische Kontrolle. Der wahre Schurke unserer Geschichte, die alte Deutsche Reichsbank, war die Verkörperung der absoluten Unabhängigkeit. Sie war von niemandem kontrolliert, niemandem Rechenschaft schuldig. Und das Ergebnis? Eine Katastrophe von historischem Ausmaß. In den 1870ern eine riesige Blase, gefolgt von einer Deflation. Dann die Hyperinflation von 1923, als Menschen ihre Wände mit Geldscheinen tapezierten, weil es billiger war als Tapete. Und schließlich in den späten 20ern und frühen 30ern eine brutale Sparpolitik, die die Massenarbeitslosigkeit schuf, auf der Hitler an die Macht surfte. Als die Architekten des Nachkriegsdeutschlands diese Trümmer analysierten, zogen sie die einzig richtige Schlussfolgerung. Das Problem war die exzessive, unkontrollierte Macht der Zentralbank. Ihre wichtigste Aufgabe bei der Schaffung der neuen Bundesbank war es daher, deren Unabhängigkeit zu begrenzen und sie dem Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig zu machen. Das war das Erfolgsrezept. Und jetzt halte dich fest. Als Werner die Gründungsverträge der EZB analysierte, entdeckte er das Unfassbare. Punkt für Punkt warf die EZB die Lehren aus der deutschen Geschichte über Bord. Die Rechenschaftspflicht gegenüber dem Parlament? Abgeschafft. Die Kontrollmechanismen? Entfernt. Stattdessen übernahm man die Statuten der alten Reichsbank. Die EZB ist, wie die Reichsbank, nicht nur unabhängig von Regierungen, sondern von jeglicher demokratisch gewählten Versammlung. Ihre Mitarbeiter genießen diplomatische Immunität und können nicht verhaftet werden. Ihre Dokumente können von keinem Rechnungshof oder Staatsanwalt der Welt geprüft werden. Ihr Gebäude in Frankfurt ist exterritorial. Als die Feuerwehr dort einmal wegen eines Feueralarms anrückte, wurde ihr der Zutritt verweigert. Die EZB steht über dem Gesetz. Werner nannte sie deshalb schon 2003 das, was sie ist: die wiederbelebte Reichsbank. Und er sagte voraus,
was eine solche absolute unkontrollierte Macht unweigerlich zur Folge haben würde, ganz wie es der britische Lord Acton einst formulierte: Macht korrumpiert. Absolute Macht korrumpiert absolut. Basierend auf dieser Analyse stellte Werner eine Prophezeiung auf. Er warnte, dass diese neue, allmächtige EZB genau das tun würde, was ihr historisches Vorbild getan hat: massive, kreditgetriebene Blasen auf den Vermögensmärkten erzeugen, die unweigerlich platzen und zu schweren Bankenkrisen, langen Rezessionen und Massenarbeitslosigkeit führen würden. Diese Warnung aus dem Jahr 2003 wurde zur bitteren Realität. Wir haben es alle gesehen. Die gigantische Immobilienblase in Irland und Spanien, die mit der globalen Finanzkrise ab 2008 abplatzte. Die Bankenpleiten und Bailouts. Die brutale, von der EZB mitverursachte Zerstörung der griechischen und portugiesischen Wirtschaft. Ganze Generationen von jungen Menschen ohne Arbeit und ohne Hoffnung. Die Prophezeiung hatte sich erfüllt. Und dann war Deutschland an der Reihe. Deutschland wurde zum nächsten Ziel auf der Liste für die Bubble-and-Bust-Behandlung der EZB. Zuerst wurde die Falle ausgelegt. Jahrelang drückte die EZB die Zinsen auf Null oder sogar unter Null und flutete die Märkte mit billigem Geld. Sparer wurden de facto enteignet. Das Ergebnis war genau das, was Werner vorausgesagt hatte. Die Immobilienpreise in deutschen Städten explodierten. Jeder, der es sich irgendwie leisten konnte, wurde in die Verschuldung getrieben, angelockt von Krediten, die fast nichts kosteten. Die Blase wurde systematisch aufgepumpt. Und dann, als unzählige Familien und Bauherren bis zum Hals in diesen billigen Krediten steckten, tat die EZB das, was ein Raubtier tut, wenn die Falle zugeschnappt ist. Sie zog den Teppich weg. Innerhalb kürzester Zeit peitschte sie die Zinsen in die Höhe. Der angebliche Kampf gegen die Inflation wurde zur Vollstreckung für Hunderttausende Träume. Bauprojekte wurden unrentabel, Kredite unbezahlbar, der Traum vom Eigenheim für eine ganze Generation zur Schuldenfalle. Das war nicht nur Boom and Bust, es war ein gezielter Akt der Umverteilung und Machtkonzentration. Denn wie Werner aus seinen Gesprächen mit Insidern in Japan lernte, solche Krisen sind kein Unfall. Sie werden bewusst herbeigeführt, weil sie der Politik die Rechtfertigung liefern, den Zentralbanken noch mehr Macht zu geben. Und was hat das alles mit dir persönlich zu tun? Es geht um das Herzstück deines Wohlstands und deiner Freiheit. Werners Forschung zeigt, dass der wahre Motor der deutschen Nachkriegswirtschaft die tausenden kleinen lokalen Banken waren. Deine Sparkasse, deine Volksbank. Diese Banken schufen Geld nicht für Immobilienspekulationen, sondern für produktive Investitionen in den Mittelstand. Sie finanzierten den Bäcker, den Handwerker, den Maschinenbauer. Genau dieses System ist das erklärte Ziel der EZB. Unter dem ehemaligen Präsidenten Mario Draghi allein wurden über 5000 dieser kleinen lokalen Banken in Europa geschlossen. Die Politik der EZB ist darauf ausgelegt, die Kleinen aus dem Markt zu drängen, bis nur noch eine Handvoll riesiger Megabanken übrig bleibt. Aber die Zerstörung der lokalen Banken ist nur der Anfang. Das ist nur die Vorbereitung für den wahren Endgegner. Das ultimative Instrument der Kontrolle, das hinter den Kulissen bereits vorbereitet wird. Die digitale Zentralbankwährung, wie zum Beispiel der digitale Euro. Eine Central Bank Digital Currency oder kurz CDBC. Du denkst, dein Geld ist schon digital? Falsch. Dein Geld liegt bei einer Geschäftsbank. Ein CBDC wäre digitales Geld, das direkt von der Zentralbank ausgegeben wird und in einer digitalen Brieftasche auf deinem Handy liegt, verknüpft mit deiner digitalen Identität. Das klingt praktisch. In Wahrheit ist es die Erfüllung des Traums von totaler Kontrolle. Mit einem CBDC gäbe es keine anonymen Transaktionen mehr. Jeder einzelne Kauf, den du tätigst, jede Spende, jede Überweisung wäre für die Zentralbank sichtbar und registriert. Du glaubst, das ist nur Panikmache? Frag mal die Lkw-Fahrer in Kanada, deren Unterstützer ihre Bankkonten eingefroren sahen, weil sie $20 für einen Protest gespendet hatten. Ein CBDC potenziert diese Macht ins Unermessliche. Die Zentralbank könnte dein Geld programmieren. Sie könnte entscheiden, wofür du es ausgeben darfst und wofür nicht. Sie könnte dein Konto sperren, wenn du eine unerwünschte politische Meinung äußerst. Sie könnten einen Schalter umlegen und dich von der Teilhabe am wirtschaftlichen Leben abschneiden. Das ist keine ferne Dystopie. Es ist das erklärte Ziel.
Eine Krise, so sagen die Strategen, ist die beste Gelegenheit, um Veränderungen durchzusetzen, die die Menschen sonst nie akzeptieren würden. Die Wahl, vor der wir stehen, ist also keine technische Wahl mehr zwischen verschiedenen Zinssätzen. Es ist eine fundamentale Wahl zwischen zwei unvereinbaren Zukünften. Auf der einen Seite das dezentrale, demokratisch kontrollierte System, das der Realwirtschaft und den Menschen dient. Auf der anderen Seite die totale Kontrolle durch eine zentralisierte Macht, die niemandem Rechenschaft schuldig ist. Was also tun? Werner sagt, die Antwort liegt nicht darin, auf die große Politik zu warten. Die Antwort liegt im Kleinen, bei dir. Finde alternative lokale Bankdienstleistungen. Unterstütze deine lokale Sparkasse oder Genossenschaftsbank, solange es sie noch gibt. Gründe mit gleichgesinnten Kreditgenossenschaften. Beginne, dich über Alternativen wie Gold oder Silber zu informieren. Der erste Schritt zur Freiheit ist das Bewusstsein über die Ketten, die für dich geschmiedet werden. Die Frage ist heute dringender als je zuvor. Wem dient das Geld? Dir, deiner Familie, deiner Freiheit? Oder einer kleinen, nicht gewählten Elite, die nach totaler Kontrolle über jeden Aspekt deines Lebens strebt? Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.